Seit Jahrhunderten bleibt sein Grab unentdeckt, doch sein Vermächtnis lebt weiter, möglicherweise auch in dir. Wissenschaftler sind der Ansicht, dass jeder 200. Mann auf der Erde ein direkter Nachkomme von Genghis Khan sein könnte, dem größten Eroberer, den die Geschichte je gesehen hat. Aber wie konnte ein einziger Mensch, der vor über 800 Jahren lebte, solch einen enormen Einfluss auf die Welt und die heutige Gesellschaft haben? Und was macht ihn bis heute so faszinierend? Genghis Khan, geboren als Temüjin, führte ein Leben, das die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft sprengt. Vom verstoßenen Kind, das in bitterer Armut überlebte, entwickelte er sich zu einem der mächtigsten Herrscher, der die Welt jemals kannte. Seine Eroberungen erstreckten sich von China bis Europa, und das Mongolenreich, das er schuf, war das größte zusammenhängende Reich in der Geschichte. Aber sein Einfluss beschränkt sich nicht nur auf geopolitische Landkarten. Der genetische Fußabdruck, den er hinterließ, ist fast ebenso beeindruckend wie seine kriegerischen Taten. Millionen Menschen könnten bis heute seine Nachfahren sein, ohne es zu wissen. Doch Genghis Khans Leben bleibt bis heute von vielen Geheimnissen umwoben. Eines der größten Mysterien ist sein Grab, das nie gefunden wurde, trotz zahlreicher Versuche von Archäologen und Historikern, seine letzte Ruhestätte aufzuspüren. Was verbirgt sich an diesem Ort? Vielleicht könnten wir, wenn sein Grab je entdeckt würde, endgültig herausfinden, wie groß seine genetische Hinterlassenschaft tatsächlich ist. In diesem Video werden wir tief in die Geschichte dieses außergewöhnlichen Mannes eintauchen. Wer war Temüjin wirklich und wie verwandelte er sich in den gefürchteten Genghis Khan? Was motivierte ihn, solch ein Erbe zu hinterlassen? Und vielleicht die spannendste Frage, könntest du selbst ein Teil dieses Erbes sein? Lass uns gemeinsam das Geheimnis lüften und das wahre Vermächtnis von Genghis Khan aufdecken. Wenn du solche Geschichten faszinierend findest, dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine weiteren spannenden Inhalte zu verpassen. Die Geschichte von Genghis Khan begann nicht als triumphale Erzählung, sondern als Kampf ums Überleben. Temüjin, wie er ursprünglich genannt wurde, erblickte um das Jahr 1162 im heutigen Mongolei-Gebiet das Licht der Welt. Schon bei seiner Geburt sollen Schamanen prophezeit haben, dass er ein großes Schicksal erfüllen würde. Doch seine Kindheit war alles andere als glorreich. Als Temüjin 9 Jahre alt war, wurde sein Vater Yesugai, ein angesehener Anführer von feindlichen Tatarstämmen, vergiftet. Was folgte, war ein Bruch mit den Traditionen seiner Gemeinschaft. Anstatt die Familie seines Vaters zu unterstützen, ließ der eigene Stamm sie im Stich. Temüjin, seine Mutter und seine Geschwister wurden in der Steppe ausgesetzt und waren gezwungen, unter härtesten Bedingungen zu überleben. Sie lebten von Fischfang und dem Sammeln von Beeren fernab der Gesellschaft. Diese Jahre der Entbehrung formten Temüjin und lehrten ihn, wie grausam das Leben sein konnte. Doch das Schicksal stellte ihn vor noch größere Herausforderungen. In einem dramatischen Familiendrama tötete Temüjin im Alter von 13 Jahren seinen Halbbruder Bektar. Dieser wollte die wenigen Nahrungsressourcen nicht mit der Familie teilen und Temüjin, getrieben von Wut und Überlebenswillen, griff zu drastischen Maßnahmen. Dieser Vorfall markierte einen Wendepunkt in seinem Leben. Er lernte, dass in einer Welt voller Verrat und Feindseligkeit niemand, nicht einmal die Familie, geschont werden konnte. Trotz seiner frühen Isolation entwickelte Temüjin eine unerschütterliche Entschlossenheit, wieder Macht zu erlangen. Anstatt sich unterkriegen zu lassen, begann er Verbündete zu suchen, allen voran Jamukha, der später sein größter Widersacher werden sollte. Mit jedem Schritt, den Temüjin machte, baute er nicht nur seine Fähigkeiten als Anführer aus, sondern auch seine Strategie, eines Tages die verstreuten mongolischen Stämme zu vereinen. Was als Kampf ums Überleben begann, entwickelte sich zur Vision eines unbesiegbaren Reiches, das die Welt für immer verändern sollte. Genghis Khan war nicht nur ein Visionär, der die mongolischen Stämme vereinte. Er war auch ein gnadenloser Eroberer, der durch seine brutalen Kriegszüge die Welt in Angst und Schrecken versetzte. Nachdem er die mongolischen Stämme unter seiner Herrschaft vereint hatte, richtete er seinen Blick auf die umliegenden Reiche. Was folgte, war eine Serie von Feldzügen, die das Schicksal ganzer Zivilisationen besiegelte. Ein besonders prägendes Beispiel seiner Brutalität war die Eroberung der Stadt Buchara im Jahr 1220. Die mächtige Handelsstadt in Zentralasien war ein wichtiges Ziel auf seinem Weg, die muslimische Welt zu unterwerfen. Trotz ihrer beeindruckenden Befestigungen fiel Buchara schnell in die Hände von Genghis Khan. Doch die Einnahme der Stadt war nur der Anfang. Er zeigte keinerlei Gnade gegenüber ihren Einwohnern. Nachdem die Stadt erobert war, versammelte er die Überlebenden in der Hauptmoschee und hielt eine Rede, in der er sie beschuldigte, sich gegen das Schicksal zu stellen. Was danach folgte, war ein systematisches Massaker,
bei dem Männer, Frauen und Kinder wahllos getötet wurden. Die wenigen Überlebenden wurden in die Sklaverei verkauft. Ähnliche Schicksale ereilten auch andere Städte, die sich ihm widersetzten. Die Legende besagt, dass er bei der Eroberung von Nishapur die Köpfe von etwa 80.000 Menschen aufschichten ließ, als Zeichen seiner Macht und als Warnung an andere Städte. Seine Armeen hinterließen auf ihrem Weg der Verwüstung verbrannte Felder, zerstörte Städte und unzählige Tote. Dort Genghis Khan war berüchtigt für seine gnadenlose Taktik. Widerstand wurde brutal gebrochen und selbst die Kapitulation garantierte selten Gnade. Städte, die sich widersetzten, wurden ausgelöscht. Dabei setzte er auch auf psychologische Kriegsführung. Der Ruf seiner Grausamkeit verbreitete sich rasch, so dass viele Städte sich kampflos ergaben, um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden. Sein Erfolg beruhte auf absoluter Disziplin und brutaler Effizienz, die ihm ermöglichte, ein riesiges Imperium zu schaffen, das bis heute als eines der größten und brutalsten der Geschichte gilt. Neben seinen gewaltigen militärischen Eroberungen hinterließ Genghis Khan ein weiteres, oft übersehenes Vermächtnis: seine gigantische Nachkommenschaft. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass seine genetischen Spuren bis heute in Millionen von Menschen weltweit weiterleben. Diese Entdeckung wurde im Jahr 2003 durch eine Studie einer internationalen Gruppe von Genetikern gemacht, die sich auf die Analyse des Y-Chromosoms konzentrierte, das ausschließlich von Vätern an ihre Söhne weitergegeben wird. Durch die Untersuchung von über 2000 Männern aus Zentralasien stellten die Forscher fest, dass etwa 8% von ihnen eine auffallend ähnliche genetische Signatur aufwiesen. Eine Verbindung, die sie bis auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückführen konnten, der vor etwa 1000 Jahren lebte. Die geografische Verteilung dieser genetischen Signatur entsprach verblüffend genau dem Gebiet, das einst das Mongolenreich umfasste. Diese Erkenntnisse führten zu der Annahme, dass es sich bei diesem gemeinsamen Vorfahren um niemand Geringeren als Genghis Khan selbst handeln könnte. Schätzungen zufolge könnten heute rund 16 Millionen Männer weltweit direkte Nachkommen von Genghis Khan sein. Diese beeindruckende Zahl ist das Ergebnis seines enormen Einflusses, aber auch seiner zahlreichen Ehen und Konkubinate. Historischen Berichten zufolge hatte er mehrere Ehefrauen und ein Harem, der aus unzähligen Frauen bestand, was es ihm ermöglichte, seine Gene weit zu verbreiten. Doch es waren nicht nur seine eigenen Söhne, die dieses Erbe weitertrugen. Auch seine Söhne und Enkel führten diese Tradition fort, indem sie ihre Macht durch Heiraten und Eroberungen festigten und so die genetische Linie weiter ausbreiteten. Die Vorstellung, dass ein einzelner Mann so viele Nachkommen haben könnte, ist faszinierend und verstärkt den Mythos um Genghis Khan. Für viele Menschen weltweit besteht heute die reale Möglichkeit, dass sie selbst ein Teil dieses Erbes sind. Ein Gedanke, der unweigerlich die persönliche Neugier weckt und uns zeigt, wie weitreichend der Einfluss eines Einzelnen wirklich sein kann. Genghis Khan war nicht nur ein gnadenloser Eroberer, sondern auch ein äußerst geschickter Diplomat und Stratege. Seine militärischen Erfolge allein wären nicht ausreichend gewesen, um das größte zusammenhängende Reich der Geschichte zu errichten und zu festigen. Vielmehr war es seine Fähigkeit, Allianzen zu schmieden, seine Feinde gegeneinander auszuspielen und eine strikte, durchdachte Gesetzesordnung zu etablieren, die seine Herrschaft langfristig sicherte. Bereits in jungen Jahren erkannte Temüjin, dass er sich nicht nur auf seine militärische Stärke verlassen konnte. Ein entscheidender Wendepunkt in seinem Leben war die Freundschaft mit Jamukha, einem mächtigen Stammesführer, den er später als Blutsbruder betrachtete. Gemeinsam besiegten sie ihre Feinde und bauten eine starke Allianz auf. Doch diese Beziehung endete, als Machtkämpfe zwischen ihnen aufkamen, was Temüjin zwang, neue Verbündete zu suchen. Eine seiner wichtigsten strategischen Allianzen bildete er mit Togril, dem Anführer der Keraiten. Togril, der ein enger Freund von Temüjins Vater gewesen war, half ihm dabei, sich gegen die Merkit-Stämme zu wehren und seine Frau Börte aus der Gefangenschaft zu befreien. Diese Allianz war entscheidend für Temüjins Aufstieg zur Macht und zeigte, dass er trotz seiner brutalen Kriegsführung wusste, wann es notwendig war, diplomatische Beziehungen zu pflegen. Ein weiterer Faktor, der seine Macht festigte, war das Gesetzeswerk, das er innerhalb seines Reiches aufstellte, die sogenannte Yassa. Diese strengen Regeln sorgten für Ordnung und Disziplin, sowohl unter seinen Kriegern als auch innerhalb der eroberten Gebiete. Die Yassa betraf alle Bereiche des Lebens, von religiöser Toleranz über den Schutz von Boten bis hin zu harten Strafen für Verbrechen wie Diebstahl oder Verrat. Mit dieser Ordnung gelang es ihm, ein so riesiges Reich zusammenzuhalten. Durch diese Mischung aus taktischer Kriegsführung, geschickter Diplomatie und einer stabilen, durch Gesetze gestützten Regierung baute Genghis Khan nicht nur ein Imperium auf,
sondern schuf eine Grundlage, die es seinen Nachkommen ermöglichte, seine Eroberungen zu erweitern und zu festigen. Cengiz Khans Eroberungen und Machtstreben gingen weit über das hinaus, was die meisten Herrscher je erreichten. Doch während er sein riesiges Reich ausbaute und seine Feinde in die Knie zwang, trieb ihn etwas anderes an: das Verlangen nach Unsterblichkeit. Diese Sehnsucht, auf ewig in Erinnerung zu bleiben und seine Spuren in der Welt zu hinterlassen, beeinflusste viele seiner Entscheidungen und trug dazu, dass er nicht nur durch seine Taten, sondern auch durch seine Nachkommen bis heute in gewisser Weise weiterlebt. Cengiz Khan, der tief in den schamanistischen Traditionen verwurzelt war, glaubte fest daran, dass es einen Weg geben könnte, das Leben zu verlängern oder sogar unsterblich zu werden. Er suchte Rat bei Schamanen und Weisen in der Hoffnung, das Geheimnis der Unsterblichkeit zu lüften. Legenden berichten, dass er auf seinen Feldzügen immer wieder mit spirituellen Führern in Kontakt trat, um ihren Rat einzuholen. Sie sollten ihm dabei helfen, nicht nur über den Tod hinaus in Erinnerung zu bleiben, sondern womöglich auch physisch weiterzuleben. Da die Unsterblichkeit jedoch unerreichbar blieb, konzentrierte sich Cengiz Khan zunehmend darauf, durch seine Nachkommenschaft und sein Reich ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Historischen Berichten zufolge hatte er zahlreiche Ehefrauen und ein riesiges Harem. Diese strategischen Verbindungen dienten nicht nur politischen Zwecken, sondern sollten auch dafür sorgen, dass sein Blut in den Adern künftiger Generationen weiterfloss. Cengiz Khan war sich bewusst, dass seine Nachkommen in der Lage wären, seine Macht und seinen Einfluss aufrechtzuerhalten, auch wenn er selbst längst gestorben war. Sein persönliches Streben nach Unsterblichkeit manifestierte sich auch in der Ausdehnung seines Reiches. Mit jedem eroberten Gebiet schrieb er sich weiter in die Geschichtsbücher ein. Sein Ziel war es, dass sein Name und seine Taten für immer überdauern würden, und in gewisser Weise hat er genau das erreicht. Heute, Jahrhunderte nach seinem Tod, bleibt Cengiz Khan eine der einflussreichsten und gefürchtetsten Figuren der Geschichte. Und seine Nachkommenschaft lebt weiter, sowohl in den Genen als auch in der Erinnerung der Menschheit. Eines der größten ungelösten Rätsel der Geschichte ist das Verbleiben von Cengiz Khans Grab. Obwohl er ein riesiges Reich errichtete, das von China bis Europa reichte und Millionen von Nachkommen hinterließ, bleibt der Ort seiner letzten Ruhestätte bis heute ein Mysterium. Dies ist jedoch kein Zufall. Cengiz Khan sorgte selbst dafür, dass niemand sein Grab je finden würde. Als Cengiz Khan im Jahr 1227 starb, wies er an, dass seine Beerdigung in absoluter Geheimhaltung stattfinden sollte. Legenden berichten, dass die Soldaten, die seinen Leichnam zu seinem Bestattungsort brachten, alle Zeugen auf dem Weg dorthin töteten, um die Geheimhaltung zu gewährleisten. Nachdem er bestattet worden war, ritten 1000 Pferde über das Grab, um alle Spuren vollständig zu verwischen. Angeblich wurden auch die Soldaten, die die Beerdigung durchführten, anschließend getötet, um sicherzustellen, dass niemand den Ort verraten konnte. Der genaue Standort bleibt bis heute verborgen, obwohl es unzählige Versuche gab, ihn zu finden. Dieser absichtliche Akt der Geheimhaltung hat Cengiz Khan in ein nahezu mythisches Licht gerückt. Die Suche nach seinem Grab hat Generationen von Historikern, Archäologen und Abenteurern fasziniert, doch bis jetzt ist niemandem die Entdeckung gelungen. Einige glauben, dass sich das Grab in der Nähe des Burkan Khaldun-Bergs befindet, wo er geboren wurde und dessen Schutz er während seines Lebens besonders verehrte. Andere spekulieren, dass es in einer der vielen unzugänglichen Regionen der Mongolei verborgen liegt. Die Entdeckung seines Grabes könnte nicht nur archäologische Sensation auslösen, sondern auch einige der wichtigsten offenen Fragen über Cengiz Khan beantworten. Würde man seine sterblichen Überreste finden, könnte die Wissenschaft endlich feststellen, ob die Behauptung, dass Millionen Menschen seine Nachkommen sind, wirklich wahr ist. Könnte das Grab also den Schlüssel zu seinem wahren genetischen Erbe enthalten? Oder bleibt sein letzter Wunsch, für immer verborgen zu bleiben, ungebrochen? So endet nicht nur das Leben von Cengiz Khan im Dunkel, sondern auch sein Vermächtnis bleibt ein geheimnisvolles Rätsel, das die Menschheit weiterhin in seinen Bann zieht. Cengiz Khan, ein Mann, der aus den härtesten Umständen der mongolischen Steppe aufstieg, um eines der größten und mächtigsten Reiche der Geschichte zu errichten. Vom verstoßenen Kind entwickelte er sich zu einem gnadenlosen Herrscher, dessen brutale Eroberungen Angst und Schrecken verbreiteten und Millionen Menschen das Leben kosteten. Seine militärische Genialität und seine Entschlossenheit, jeden Widerstand zu brechen, machten ihn zu einer gefürchteten Figur, die das Schicksal ganzer Zivilisationen veränderte. Doch sein Vermächtnis endet nicht mit seinen Eroberungen. Cengiz Khan hinterließ eine Nachkommenschaft, die bis heute bestehen könnte, mit Millionen Männern weltweit, die genetisch auf ihn zurückzuführen sein könnten.
Trotz all seiner Errungenschaften bleibt das Geheimnis um sein Grab eines der größten ungelösten Rätsel der Geschichte. Könnte die Entdeckung seiner letzten Ruhestätte das größte Mysterium der Menschheit lösen? Würden wir dadurch endlich erfahren, wie groß sein Einfluss auf die heutige Welt wirklich ist? Oder sollte sein Wunsch, für immer verborgen zu bleiben, respektiert werden? Die Antworten auf diese Fragen könnten die Geschichte neu schreiben. Was denkt ihr? Ist es möglich, dass ihr selbst ein Nachkomme von Genghis Khan seid? Schreibt eure Gedanken und Theorien unten in die Kommentare. Wenn euch solche spannenden Geschichten faszinieren und ihr mehr über die größten Herrscher der Weltgeschichte erfahren wollt, dann abonniert unbedingt unseren Kanal und vergesst nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die Geschichte ist voller Geheimnisse und gemeinsam werden wir sie lüften. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.